Christoph, wir haben ja heute Vormittag, Thomas und ich, schon wieder wild diskutiert, als es darum ging, wie kann man mit Putin umgehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Trump geht zum Telefonhörer, die machen Treffen aus, die treffen sich. Gesetzt den Fall, auch Zelensky sagt, okay, temporäre, nicht Abtretung, aber ein Einfrieren des Konflikts, formulieren wir es mal so. Ist das etwas, und natürlich kennst du Putin nicht persönlich, aber ein bisschen die Denke, die im Kreml herrscht, hast du ja schon mitbekommen in den letzten 20 Jahren. Wäre das eine Form von Zugeständnis, aus der dann wiederum der Kreml den Rückschluss zieht, oh, guck mal, geht doch, machen wir doch mal woanders weiter. Ist die Gefahr reell? Also erstens mal in Bezug auf möglichen Frieden in der Ukraine. Das größte Handicap, was ich sehe, ist das gegenseitige Misstrauen. Ich habe das aus Kiew auch schon öfter gesagt. Das ist tatsächlich das größte Problem. Die Ukrainer sagen, wenn wir den Russen jetzt Zugeständnisse machen, dann kommen sie zu Kräften, rüsten wieder auf und greifen wieder an. Die Russen sagen genau das Gleiche über die Ukrainer. Also dieses Misstrauen ist wirklich enorm. Und das ist ein großes Problem. Und auf deine Frage jetzt zu antworten, ob Putin weitermachen würde. Ich denke, Wladimir Putin ist genauso unberechenbar wie Donald Trump. Und ich kann das nicht einschätzen, weil ich ihn eben persönlich nicht kenne. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist eben, dass er zu Dingen bereit ist, die einfach nicht logisch sind. Ich habe, als der Krieg noch nicht ausgebrochen war, im Januar 2022 noch aus der Ukraine berichtet von der Front und habe steif und fest behauptet, dass Putin niemals angreifen wird, weil ihm das, verzeih mir die saloppe Formulierung, die Wirtschaft, weil ihm das seine Wirtschaft zerlegt. Und was ist passiert? 3 Wochen später hat dieser Krieg begonnen. Und deswegen kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, nein, Putin wird sich mit dem Westen niemals anlegen, weil das eine Nummer zu groß ist für ihn. Das ist meine Meinung, dass er das nicht tun wird. Aber reingucken in den Kopf von Wladimir Putin kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der das kann. Vielleicht Putin nicht mal selbst, ja. Christoph, danke schon für all das, was du hier mit uns teilen konntest an Erfahrung und Einblicken. Danke.